Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin MadCChris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier auf meinem Kanal bei YouTube. Ja, wir befinden uns immer noch mittendrin im Halloween-Countdown. Heute Tag 5 und mein Kalender, ein Halloween-Countdown-Kalender. Wie muss ich es denn jetzt halten? Ja, diese Kamera macht mich verrückt, da. So, wir gucken mal rein heute. Unser Fenster Nummer 5, ja, da, Fenster Nummer 5 ist in the middle. Hier ist es, Fenster Nummer 5. So. Ein rotes Päckchen wieder. Und was brauche ich dafür? Richtig, meine Schere. Meine Schere. Da ist sie. Ich bin vorsichtig, ich schneide mich nicht. Pass auf. Ich gucke auch jetzt vorher nicht rein, was das ist, wie immer. So. Was haben wir denn da? Oh, The Nun. Oh. Ja. Wunderbar. Gerade der zweite Teil gestartet in den Kinos vor ein paar Wochen. Da ist The Nun. Und wir hatten schon, am ersten Tag hatten wir die wunderbaren Zwillinge aus The Shining. Ja. Wir hatten Audrey, die fleischfressende Pflanze aus Der kleine Horrorladen. Und. Gestern hatten wir unseren besten Freund, den Clown S, aus dem gleichnamigen zweiteiligen Film oder Filmen aus der Neuverfilmung S. So, da sind sie. Und morgen gibt es dann das 6. Türchen. Bin gespannt. Und ich habe heute erstmal für euch King Frostmare. Hatten wir schon länger nicht mehr. Ja, bin gespannt, was er uns zu bieten hat. Ob wir uns ein bisschen erschrecken können, ein bisschen Gänsehaut bekommen. Lassen wir uns mal überraschen. King Frostmare, zeig uns, was er kannst. So, auf geht's. Ja, King Frostmare, was haben wir denn da? Die gruseligsten Videos, die du nicht gucken kannst. Oh, doch, wir können sie gucken. Wir gucken sie jetzt. Also, los, King Frostmare, begeister uns. In this video, we are following the team of MadCChris into the supposedly haunted Wildwood Sanatorium. MadCChris, Top YouTube-Channel. Lohnt sich, geht drauf. Schaut euch mal ein bisschen an, was die so haben, die Jungs. Echt top. Und authentisch, wie ich finde. Manchmal ein bisschen überdramatisiert, okay, aber zu Unterhaltungszwecken in Ordnung. Which is home to many ghost stories. The property owner is telling the team that many people see shadow figures in there and that others are getting touched by those entities. Shortly after their arrival, they start the investigation after conducting a few interviews. They scout out the whole sanatorium, and it seems that the basement was the first area where something interesting was captured. Let's see what's going on with this. Whoa, you hear that? What? Whoa, you Oh. hear that? What? Entweder war das tatsächlich ein Flüstern oder einer hat Magengrummeln. Whoa, Oh. you hear that? You could probably hear it on your audio. Certainly creepy. They make it back upstairs and take a look into the many former patients' rooms. Like it. You leave here with all sorts. What the? As I spin my flashlight, I see that there's like a plastic ball falling down a staircase in the room that's adjacent to us. What the? The team believes that this might have been thrown by one of the younger spirits that is still residing in this old building. A wind breeze? Unlikely. We have placed 4 static cameras throughout the house in just random various locations. Most of them we didn't see anything interesting on, but one of them, the one that we had aimed at the stairwell
where the ball had initially fallen down. It captured some pretty interesting things. Oh. Das ist wie so ein Schatten, ne? Oh. Wow. Nicht schlecht. Das ist ein Schatten. Puh. And then one of the static CCTV cameras can capture this sinister face peeking out of the darkness. Da ist ein Gesicht, ja. Oh. Could this be a former patient? Maybe something more evil that is still existing in the depths of the basement? Whatever the answer, it's very nightmarish, and it's worth watching the rest of this investigation for sure. Man kann ja richtig, also wenn das Pareidolie ist, ich weiß nicht, also man sieht ja richtig den Schädel, ne, hier sind wohl die Augenhöhlen und hier, das ist ja echt widerlich. Blech. The next video was recorded in Santiago, Chile, in the year 2012. It was recorded by a father who was filming a group of children singing for the local church choir. He wanted to record the memories on his cell phone. He stated that he was absolutely sure that nobody else was with him in his seat row at that time. His camera, however, recorded something really interesting. Vor allen Dingen filmt die Kamera mit einem ziemlich beschissenen Bild. Ah, ja. Das ist ein Glitch. Das ist ein Kameraglitch. Da ist nix. Transparent person is walking in front of the camera. Very odd indeed. The man showed the footage. Das ist ein Glitch. Das ist Qualm. Das ist Tuch. Ich habe keine Ahnung, aber es ist nichts Paranormales. To the priest after, who believed this to be an angel perhaps, who was visiting that day. Natürlich, Could ein this Angel. be? Nein. Guess we will never know for sure. Nein. Da war Let's nix. look into the haunting of Marvin Caguas. Marvin writes on his channel that his house has had a lot of paranormal activity occurring, but it never appeared to him to film until recently. In this first video, he wrote that one of his niece's toys turns on by itself, so he decided to pull out his camera and head downstairs. Let's take a look. Alvin. Funny anymore, man. Fuck, dude. Oh. In this video, we see the child's toy that is seemingly activated by the spirit. This prompts Marvin to check all around his house. Das sind halt elektronische Geräte, ne? Da können durch verschiedenste Dinge ausgelöst werden. Irgendwelche Fehlfunktionen, die Batterie läuft aus. Keine Ahnung, aber. Alvin. Everything seems calm around the house, but take a look when he re-enters the dining room. What the fuck? He notices that the chandelier is swinging, although nobody was in the room. Understandably, this scares the man, who runs off, and that is where the video cuts off. The next video that Marvin took in his home is even freakier. Marvin wrote, I was showing the night Beides nichts, wo ich sagen würde, ja, das spricht jetzt für einen Poltergeist, weiß ich nicht. Ist noch ein bisschen mager. Mal sehen, was jetzt kommt. Der scheint ja eine Kinect angeschlossen zu haben. vision on the Xbox One. When I later watched the video, I realized a figure in what appears to be a mist of some sort on the upper right portion of the screen.
While I was filming, I did not notice it. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it lights up the whole room. It's actually Ja. Ja. Hier ist die Action. Ich kenne den Clip. Der Clip startete eigentlich erst, also ich kenne den Clip kürzer, der startete erst ab da. I don't know if they have an app for this. Da hinten geht's ab. Da ist ein Schattenwesen. They also have this. Definitiv. I don't know what it is. I think it's Alles either klar. infrared or Gut. something like that. And then, Scheint doch zu back to spuken dark. bei ihm. All you can see is my Xbox controller. And then back to night vision. Und es ist wieder weg. Also da ist auf alle Fälle irgendwas gewesen. Wir sehen ja auch, wie das da ist. Es entsteht ja förmlich. Seht ihr das? Aus dem In the Nichts. top right corner of the living room, we can see a very strange Verrückt. figure floating up Verrückt. towards the ceiling. This shadow could not possibly come from Marvin, since Nee. he's not moving in that way at all. Also wenn er alleine in der Wohnung war, muss es ein Schattenwesen sein. Das ist kein Schatten von irgendetwas, es bewegt sich nichts, was sich da aufbauen könnte als Schatten. Außer der Schatten selbst. Und der ist ja nicht aus dem Nichts einfach da. Ne? Irre. Einfach nur irre. Diesen Clip, wie gesagt, kenne ich schon, zumindest diesen Teil. Und das hat mich da schon sehr fasziniert. He states that his family firmly believes that this is a shadow figure Ja, and is ist also es auch. responsible for the objects moving around in the house. Do you think this is a true haunting? Let me know your opinions in the comments. Ich weiß nicht, ob Schattenwesen Spukphänomene sind. Spukphänomene sind, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass Schattenwesen eine Art für sich selber sind. Und ich glaube auch nicht unbedingt daran, dass es Verstorbene sind, also wirklich Geister, sondern Schattenwesen sind Wesen, sind andere Wesen. Und ich habe da ja so meine eigene Theorie, ne? Also das geht ja hin zu Parallelwelten bis zu, ja, keine Ahnung, irgendwelche Wesen aus anderen Dimensionen und so weiter. Also es ist schwierig zu sagen, was Schattenwesen wirklich sind. Solche Schattenwesen. Es gibt natürlich auch Schatten, die einfach so über die Wände huschen und so in manchen Clips. Das können auch dann tatsächlich Geister sein. Aber das ist ja eine richtige Schatten, ich nenne es mal einfach Manifestation. Ja, also das ist ja ein so dunkler Schatten wieder da hinten. Es ist verrückt. Einfach verrückt. Und das braucht so viel Energie. Das braucht mehr Energie als einfach nur ein Schatten, der an der Wand vorbei huscht. Ja, und ich weiß nicht, ob normale, ich sag jetzt mal normale Geister dazu überhaupt in der Lage wären. Ich bezweifle es stark. Das ist irre. The following is another, really odd but also terrifying recording. It was captured by a young man who was out to follow up on a local urban legend. He's very interested in urban exploration and a lover of the creepy Oh, ich glaube, weiß ich nicht. Nee, das kenne ich nicht. side of things. So venturing to this abandoned place seemed like a really good idea to him. People believe that when you call for the spirit, which is said to be home to this area, Ja. you might be able to conjure it up. Of course, the man didn't really believe in this, and therefore went ahead. He stood in front of an old mirror and chanted the phrase. Then out of nowhere, this thing appears. Ich hab Schiss. Weiß nicht warum. Ich hab Schiss. Oh, bitte, bitte. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Tunjukkan bahwa alam kalian ada. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da hinter ihm. Oder? Da. Nee, doch nicht. Buat semua penunggu yang ada di sini, Ah, das ist diese dreckige Scheibe. Ich dachte, da steht jemand hier. tunjukkan. Astagfirullahaladzim! Oh nee, ich muss auch Pause machen.
Ah. Ah. War was? Sueb anjing! Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Looks like a djinn or a ghost from Malaysian folklore. Alter, ist das ekelhaft. Ja, auch wenn es gefaked sein sollte, nee. The man bolted out of there as fast as he could after this. Pretty understandable, don't you think? Whatever jump scared him there gave him probably nightmares for a long time. Ja, das gibt mir ja sogar Albträume und ich sitze hier nur vorm Schirm. Alter Schwede! Ach, ein Energy Ball. Ich bin begeistert. The next video was forwarded by Flower Sun, and it is said that it was recorded in the home of a young family in Russia. They have been experiencing strange activity lately. Orbs and even strange shadows that move from room to room every so often. This night, the father saw a bright orb out of nowhere and started recording. Ah ja, das ist... Das geeditet. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber früher nannte man sowas Kugelblitz. Ja. Ich bin immer noch fertig. Also das war das Heftigste überhaupt seit Monaten. Ah, was hat's denn vor? Freunde der Nacht. Wollt ihr mich jetzt... Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Das ist doch auch Verarsche. Das ist geeditet. Whatever this light source was seemed to fly straight into the television, and unfortunately destroying it by doing so. Das sah auch total scheiße aus, wie das da in den Fernseher reingeflogen ist. Also wenn es geeditet ist, dann auch noch mies. Where could this unexplained light source have come from, in your opinion? Ja, woher das kommt? Ein Bildbearbeitungsprogramm, ja. Also Videobearbeitungsprogramm hat das gut gemacht. If it wasn't just a video project, of course. Vor allen Dingen schön das Geräusch von der Tesla-Kanone von Command & Conquer. Von der Tesla-Spule, genau, Tesla-Spule. Wenn einer von den Soldaten damit umgebracht wurde, ja. Is it some form of ball lightning? Curious. Ja, der ganze Clip ist Ball Lightning, ja. Der Lightning auch mein Ball, ja. Meine Balls. Ah, der gute alte Poltergeist. The following video stem from a little apartment in Russia. User Sakir is sure Haben die in Russland im Moment keine anderen Probleme? that some poltergeist activity Doch, haben sie, ne? is unfolding in there. He has mounted a security camera in the hallway because he thought that filming the activity and sharing it with the internet might get him some answers. Also, diese Wohnung kenne ich schon. Und ich kenne auch Clips davon. Und die veröffentlichen ständig neue Clips. What to do about these things. It happens during the day and night, and the activity seems to be really powerful at this point. Aber die können alle gefaked sein, die Activities.
Ja, ja, das sind Klischee-Poltergeist-Aktivitäten, aber es ist nichts, was man nicht auch faken kann, ne? Absolut. Ah, die Kohlensäure bringt mich um hier. Ich weiß es nicht. Hä? What? Let's hope that he will find a solution for how to deal with what's going on here. Some Ja, es passiert ja jetzt nichts Schlimmes, ne? Ich meine, wie soll man damit umgehen? Geht da mal eine Tür auf, es fliegt ein Handtuch durch die Gegend. commentators believe that he might be dealing with a paranormal force here, if it isn't simply fishing lines, of course. Keine Ahnung. Feeling loose? This video was recorded by Soy Marshalak, and she's actually the wife of Joshua Alak, which we all know he's the haunted store owner, and they had quite a number of really strange events going on in ja, their richtig. home and their shop, Das hatten wir schon, ja. Das hatten wir auch, ja. if you actually remember. Da war ich auch sehr skeptisch. So oft skeptisch. Sehr oft skeptisch. Sehr skeptisch. We've taken an in-depth look at them, and today she wants to share a really terrifying encounter that actually took place once again in her home while she was just setting everything up for Christmas. Now, let's take a look at that. Que se vea mejor y poder. Da habe ich noch gar nichts That gesehen. was their shadow. Sehr bunt. Pues Beautiful. ahí está mi arbolito. Beautiful. Y pues así quedó mi arbolito. Ja, gut, da kann Schatten gewesen sein, ja. Pues a prender la luz para les explicar lo de la muñeca. Ja, Lo que a mí se Is me hace it? sorprendente es aber ist ja auch eine wunderschöne Puppe, ne? Wunderschön. que pues la repisa todavía. Haben die da noch eine schöne Zimmerantenne, ne? Ah. Right, something that has to do with the door, but Pues así que look. This shadow here. What is that? Du, was weiß Almost ich, was looks das like a ist. coat, but it's pretty tall. Keine Ahnung. que se vea mejor y poder. Look at that. Y poder. It's a shadow. Y poder. Ja, vielleicht, ja. We see it It's a here Shadow. already. Poder. Que vean. Pues así quedó mi arbolito. And there we have it. Das kann aber auch einfach irgendwas in dem Raum sein. Was weiß ich, was die da stehen hat. Es sieht jetzt nicht aus wie ein humanoides Wesen. Also es sieht jetzt nicht menschlich aus. Unknown Entity. The following video was uploaded by user Bunnytoes. She states the following. Unknown voice, unknown entity. A couple of years ago, I gave my old iPhone SE to my grandkids. They like to take a bunch of pictures and videos, so I went through it to delete stuff to make sure they have space. I was going through their phone on Christmas Eve 2018 when I came across this video. This video shook me to the core though. After 2 years, this still creeps me out and I still think about this almost every day. Let's change your butt. You smell like you poopy. Oh ja, da stand was. Ein Schattenwesen. Hallo. Komm, nochmal jetzt. Ich will den Zeitpunkt treffen. Ja, da steht er. Hallo, junger Mann. What do you guys think? Could they Ja. capture the spirit of their grandma here? Das weiß ich nicht, ob das der Geist ihrer Großmutter ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es ein Schattenwesen ist, ein stinknormales. So stinknormal wie Schattenwesen sein können.
Or was something else visiting from another realm? Maybe even a shadow person? Ja. Ich glaube, es ist ist einfach ein Schattenwesen, was aus Versehen aufgenommen worden ist. The next really unsettling clip has been shared by Schon wieder Sue L. Schon wieder mit dem Kind, ne? Ist oft mit Kindern. Ja, die ziehen das vielleicht auch ein bisschen an, ne? Das kann sein. CR94, and it appears to feature a creepy looking thing that was positioned behind her husband while he was holding their baby. All of this was documented by their baby monitor, and when Sue realizes what got captured, she decided to share it with her audience. So my husband's rocking the baby to sleep, and does anyone see this creepy figure on the floor behind them? What is that? Ja. It looks Meine Pareidolie sagte, da sitzt jemand auf dem Boden. like there's like Es kauert jemand auf dem Boden. Nein. Ein weißer Nebel. legs and arms Ja. and a head. What? Vielleicht ist da auch irgendein Spielzeug oder irgendetwas, was diesen, ich nenne es jetzt mal Glitch, verursacht. Also meine Pareidolie sagt mir, umso länger ich da drauf gucke, umso mehr sieht es aus wie ein Mensch. Auf dem ersten Blick nicht. Nein. Also ich sehe auch jetzt die ganze Zeit, wo ich hinstarre, noch keine Beine. Das hier, Freunde, das hier sind für mich keine Beine. Ja. Also dass das vielleicht ein Torso ist und hier ein Kopf und so, ja. Aber Let's take a closer look at that sighting. What are we working with here? Well, the first thing that pops to mind is just smudge on the lens. But is it really? schwierig zu sagen, ne? Es bewegt sich auch überhaupt gar nicht. Warum geht sie nicht mal gucken? Other viewers of hers pointed out that it could also be the spirit of a dog, which of course is also likely. Also, ich kann ja jetzt auch alles erkennen, aber ein Hund? Nein. If it is paranormal after all. What do you see in that apparition? Is it anything paranormal? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, erkenne ich da überhaupt nichts. Ihr? Also ich nicht. Or are we looking at something else here? Keine Ahnung. Oh. The next video was recorded by a family who was traveling at 4 a.m. in the morning. It is suspected that they were on the way home after a family vacation, and while they were passing over a stretch of mountain road, an unexplainable event took place, and of course they could capture it on video. Most of you know that the mind likes to wander if you drive your car at night. You're tired and basically looking forward to arrive home. In that state, we might be prone to attract things from another world. So some people say, at least. Now it is uncertain if the person recording had hoped for anything in particular. But it is after a car had passed by on the left side on the road that something else pops up on screen. Jetzt vor der Musik erschrocken. Ja, da oben war eine Hand oder sowas. Ja, aber das ist... Ich glaube, das ist geeditet. Es sieht so aus, finde ich. Ja, es ist geeditet. Nee, da wurde gearbeitet dran. Is it a hand that moves downwards towards the car window? It surely looks like it. Ja, aber The family didn't realize that they had captured anything strange that night. ich glaube, das ist bearbeitet. Definitiv. Diese Clips mit den Händen, die an Fensterscheiben irgendwie auftauchen, die gibt es oft, die gibt es viel. Und ich glaube einfach, dass das eine Zeit lang, ich sag jetzt einfach mal, Mode war, diese Clips zu machen und zu veröffentlichen. Es gab 2, 3 Clips, die waren sehr erfolgreich und da gab es halt genug Leute, die das versucht haben nachzuahmen. So einfach ist es. Maybe it had been a hoax after all. Ja. But it makes you wonder what exactly this mysterious thing is. This next video was uploaded by user...
Ah, King Frostmare. Wir haben persönlich da unten. Er in der Ecke, ich in der. J. Breezy. And the description reads, I started getting cold when it hovered over my head, and I saw it by the door, and I freaked out after that. No right, no idea. Apparently this man is a security guard. Let's take a look. Fucker decided to show itself again. See it? Okay, so it's not the first time this happened. See it? It's faint though. I looked at it like, okay. I'm like, okay. So I hesitated, so I just threw something. Hat er jetzt mit der Zeitung, mit dem Magazin danach geworfen. Ah, geil. Because I didn't know what to do. You know. I But that understand. time it came from over my head though, for some reason. I don't know. But I was like, you know what? I did not see that. Did you guys See, I'm over there just talking now, like, why is it always me and stuff? Motherfucker decided to show itself again. Look, yeah, we can see it coming from here. Look, it's coming through Ja, here. ja. See it? It's interesting, and then it's hovering through, and we can. It's faint though. Und das ist für mich authentisch. Das ist für mich, erst einmal muss ich sagen, CCTV-Cam, was sind wir da für wirklich, ich sage es jetzt mal, abartige Bildqualitäten gewöhnt? Was sehen wir? Wir sehen ein gestochen scharfes Bild dieser Überwachungskamera. Es geht doch. So. Und es ist halt sehr, sehr authentisch, wie ich finde, ne? Es ist sehr authentisch. I looked at it like, okay. Und der So it hatte auch was appears gesehen. that this man saw it with his own eyes at the time, and Yeah. that is certainly curious. What is that? Ich glaube, er hat es vielleicht mit seinen Augen besser gesehen, als wir jetzt hier mit der Kamera. Als wir jetzt bei der Aufnahme. Ich glaube, das war ihm mehr bewusst. Es ist verrückt, ne? Verrückt. Now, I don't think it's something on the lens, really. Nee, das glaube ich auch Because nicht. he would not tell us about it, you know? Vor allen Dingen, wie soll er wissen, dass da was auf der Linse ist und dann so tun und so reagieren? Das wäre bescheuert. Also da muss ja irgendwas gewesen sein. And he would not say it happened again, so he must have. Did this man come across an actual spirit here? Based on his reactions, I think it could be very likely that they have a ghost roaming this house or this entry. Ist halt mal die Frage, sind das wirklich Geister? Wir haben ja noch mit keinem dieser Entitäten sprechen können, also nicht so, ja. Wenn sie irgendwo auftauchen und, hey, da bist du ja, wie geht's dir und so. Ich meine, mit EVPs und so ist das alles möglich, aber die sagen einem ja nicht, nee, wir schweben da jetzt gerade durch das und das Krankenhaus oder irgendwo lang. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall sehr authentisch und das ist auf alle Fälle zu 100% approved, Seal of Approval bei mir, dass das authentisch ist und echt. It's complex. The following recording was shared by Random Doge 47. So, jetzt wollt ihr mir noch mal erzählen, was das soll. Ich möchte es gerne mal wissen. Warum ist jetzt da die Bildqualität schon wieder bescheiden und gerade bei dieser Überwachungskamera so gut? Ich kann es nicht verstehen, Leute. Wir leben im Jahr 2023. And she tells us, I went to the Heartwood Insane Asylum in the UK and captured something peeking out of the left window and moving away to the left side. The whole building is locked and the Jetzt lower zeig doch mal floor her. windows are far too high to reach. And even if someone got inside, the whole upper floors are collapsed. So this is impossible. Let's take a look. Ja. Ja. Oh my god, somebody's head got like top. Da Oh oben, my ne? god, I need to go. Oh my God. I get that on video. I've just got that on video. I cannot. So. Ja, aber Now, the girl and her friend are both noticing that there seemed to be somebody standing in the top left window, and I would agree, it certainly looks that way. das kann aber auch ein Tier sein, ja. Ein Vogel, ein großer oder auf der Fensterbank. It is also noticeable how this person or thing just moves towards the left. It would almost look like this thing is floating though, and not taking steps. Could that be? Also es wird ja gesagt, dass oben in der Etage niemand sein kann, weil das Gebäude oben mal ausgebrannt ist und es da auch halt keinen Boden mehr gibt. Ja, aber es kann halt immer noch ein Tier sein, ne? Also es kann auch tatsächlich ein Vogel sein. Wir erkennen da ja eigentlich nichts. Wir sehen nur eine Bewegung und dass sich da irgendwas von rechts nach links bewegt, aber was es ist,
kann man nicht erkennen. Ist auch leider der Bildqualität geschuldet, muss man so sagen. Deswegen bin ich mir sicher, dass es eigentlich ein Tier ist. Ja. Ich weiß es natürlich nicht zu 100%, deswegen bleibt natürlich, weil es Asylum ist, immer auch die Möglichkeit, dass es tatsächlich ein Geist sein könnte. So, are we witnessing a spirit here that maybe was just visiting this old building? Möglich, aber Maybe somebody that lost their life there. Or was it just a regular person after all? vielleicht war es ja der Geisterhund aus dem Clip davor, aus den paar Clips davor. What is your opinion? Man könnte dann Tierheime aufmachen für Geistertiere. Ja? Geisterhunde, Geisterkaninchen, Geistermeerschweinchen. Wäre lustig. Naja, es gibt auch so schon genug Tiere, die man vermitteln muss. Da muss man sich nicht noch Geistertiere irgendwie anschaffen. Very mysterious. Oh, ich war ja von dem Schrecken auch erstmal erholt. Ja, das war ja schon lange nicht mehr in der Intensität. Das hat mich den ganzen Clip jetzt noch, ganze Video hat mich das jetzt noch begleitet irgendwie. Es war jetzt auch alles nicht mehr so schlimm, nachdem ich das gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, King Frostmare hat Spaß gemacht, wie immer. Wir sind jetzt auch wieder öfter bei dir, glaube ich. Wenn euch das Video von King Frostmare gefallen hat, unten in der Beschreibung der Link, lasst einen Daumen hoch da. Wenn euch der Kanal von King Frostmare gefällt, der Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Lasst ein Abo da und ich würde euch bitten, bei mir auch ein Abo dazulassen. Ein Daumen hoch für dieses Video und aktiviert die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn was Neues kommt. Ja, und morgen haben wir dann den 6. Tag unseres Halloween-Countdowns, ungefähr die Mitte. Ja, und ja, ich freue mich drauf und empfehle mich. Haltet die Ohren steif. Adios.